Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial. Diesmal soll es um MakeHuman und um Blender gehen. MakeHuman ist ein Programm, das ist frei verfügbar. Da kann man Menschen mit generieren und die auch relativ frei konfigurieren. Und ich habe hier der Dame so einen blauen Suit angetan, wobei wir wollen eigentlich hier nur den Kopf benutzen. Aber erstmal, warum mache ich das? Ein großes schwedisches Möbelhaus hat entsprechende Raumverzierungen im Angebot. Die werden so für 40, 50 Euro verkauft und die werden wohl aus dem 3D-Drucker oder mit dem 3D-Drucker produziert. Und die, da versuche ich jetzt sowas nachzumachen, wobei ich nicht genau das nachmache, sondern ich will einfach einen Kopf so machen, wie das der schwedische Möbelgigant da auch mit Händen und so weiter gemacht hat. So, und wo holt man sich solche menschlichen Dateien? Aus dem MakeHuman-Programm. Und das habe ich mir jetzt hier aufgerufen, dass diese Frau hier jetzt Haare hat. Das spielt an sich keine Rolle, weil das wird, wenn ich das exportiere, interessiert mich die Textur relativ wenig. Ich will nur die 3D-Informationen halt haben. So, aber zum MakeHuman mal kurz, was kann man hier machen? Ich bin hier umgesprungen auf Head Shape. Dann gibt es hier noch Head Size und Vorkopf. Also man kann unheimlich viel einstellen. Ich will euch hier mal kurz so einen Einblick geben, was man machen kann. Also hier das Alter kann man einer Person anpassen. Soll die älter oder jünger sein? Das kann man auch hier machen. Ne, das war beim Main, glaube ich. Genau. Hier, man kann auch dass die maskuliner wirkt oder ganz maskulin. Und man kann auch hier schon das Alter. Okay, ob das nun wirklich so ist, das wäre jetzt so ein Baby und das wäre eine alte Frau. Wir nehmen sowas Mittleres hier, so in der Hinsicht. Und dann gehen wir jetzt wieder auf auf das Gesicht und dann haben wir hier Head Shape, also Kopf Shape, Kopfform. Und dann, das ist schon ganz interessant, was man hier machen kann. Da kann man Winkel verändern, so ein Gesichtswinkel. Ich weiß nicht, ob so jemand überhaupt rumläuft, aber das lassen wir auch schön auf 0 stehen. Und man kann halt Fett, dann kriegt ihr jetzt so Wangen da. Das sieht nicht sonderlich nett aus. Machen wir das wieder ein bisschen normaler. So, dann können Personen eben ein besonders ausgeprägtes ovales Gesicht haben oder Kopfform oder eine ausgesprochen runde Kopfform. Also wenn man einen Luftballon machen will, dann macht man das. So, dann gibt es eine rechteckige Kopfform und natürlich das Zusammenspiel aus denen, mit denen kriegt man vielleicht schon was hin, was einer realen Person entspricht. Rectangular, dann gibt es noch Square, quadratisch, triangulär, also dreieckig, inverted, also das Dreieck nach unten bildend. Ja, sowas das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, und dann ein Diamant. Also man kann verschiedene Verzerrungen wählen und aus denen zusammen kann man dann eben sein Gesicht basteln. So, wenn ich das jetzt hier drehe, dann gibt es hier noch so ein Ding, Parietal Side, das heißt den Kopf so nach hinten. Wenn man so ein Alien machen will, dann wird man das so machen. Und ich würde das so auf dem Mittelding stehen lassen. So, dann gibt es noch mehr hier. Man kann den Kopf noch horizontal, vertikal und in der Tiefe skalieren. Man kann dem Vorderkopf oder der Stirn besondere Aufmerksamkeit widmen. Und zwar, da gibt es einmal hier sowas, das sieht man, glaube ich, am besten, wenn man von vorne drauf guckt. Dann hier, das heißt hier Temple Bulge. Was das im Deutschen heißen würde, keine Ahnung. Und hier ein Chronic Shape, das ist auch sowas, wenn man so ein Alien machen möchte. Okay, wir wollen aber kein Alien machen, dann lassen wir das schön sein.
Und hier mit Eyebrows, da haben wir, ja doch, das kann man schon. Man kann die Position, also hier so ein bisschen nach oben machen. So, sieht gar nicht schlecht aus, ein bisschen davon so. Den Nacken, das kann man jetzt auch ein bisschen noch vergrößern, verkleinern. Ich denke, wir sollten hier gar nicht so weit in die Tiefe gehen. So, jetzt kommt das Wichtige, und zwar, man muss das Ganze exportieren. MacHuman, die Software, wie gesagt, kann man sich kostenlos herunterladen, und will man das in Blender weiterverwenden, dann holt man sich am besten ein sogenanntes Plugin. Das gibt es für Blender wie für dieses Programm, man braucht beide davon. Und zwar, dann geht man hier auf Files und auf Export, und dann hat man hier ein MacHuman Exchange MHX2. Ist leider keine integrierte Funktion, das war früher drin, aber derjenige, der das geschrieben hat, diesen Exchange mit Blender, ich weiß nicht, ob die sich irgendwie feinden, ob die nicht mehr zusammenarbeiten, keine Ahnung. Man muss das bei dem runterladen, und die Installation ist manchmal ein bisschen langwierig. Man hat natürlich andere Möglichkeiten zu exportieren als Wavefront, und das kriegt man, das Modell, auf alle Fälle in Blender importiert. Vielleicht sollten wir das auch nutzen, weil wir wollen ja keine Objekte in Blender dann noch animieren. Man könnte so eine Hand rüberziehen, dann sollte man auf alle Fälle das MacHuman nehmen, weil dann kann man in Blender die Hand entsprechend bewegen und sich die Handform, die Handstellung generieren. Aber wir machen jetzt einfach mal Wavefront Object. Feet on Ground, ja okay, die Füße sollen auf dem Boden stehen, in Dezimeter. Das soll mir erstmal egal sein. Und ich gebe denen jetzt einen Namen. Und zwar, das nennen wir jetzt Kopf. So, und dann sieht er am Enter, der hat schon, wir könnten ihn nochmal auf Export drücken, dann macht es nochmal. Also, das sollte jetzt exportiert sein. Schauen wir mal in Blender rein. Das ist die Blender, die allerneueste Version 3.0 heißt die. Und da gehe ich jetzt hier über File, Import, und dann haben wir hier Import, das ist nicht STL, was wir jetzt importieren. Hier habe ich auch die Möglichkeit eben OBJ, das ist Wavefront OBJ, zu importieren. Und dann gehen wir auf das Verzeichnis, das ist hier im Home-Verzeichnis, das Verzeichnis, lass ich mal sortieren, MacHuman ist das. Was haben wir? Da muss es irgendwo sein. Mausklick, also ein bisschen höher. MacHuman. Und dann haben wir hier Export Kopf OBJ. Die MTL, die brauchen wir gar nicht zu importieren. Wir wollen kein Material da drin haben. Das reicht völlig aus. Und dann haben wir die hier importiert. Okay, da seht ihr die Frau jetzt hier drin, und wir schauen uns die so von vorne an, und dann gehe ich selektiere dieses Objekt, drücke einmal Tab, und dann sind wir im Edit-Mode. Da können wir erstmal alles deselektieren, indem wir hier daneben klicken. Dann machen wir uns hier im Blender dieses Toggle X-Ray an. Jetzt wird wirklich alles selektiert, was ich hier einrahme. Das können wir ruhig bis dahin laufen lassen. Und dann drücken wir einmal STRG I. Das heißt Inverse. Er hat jetzt das andere markiert. Da drücken wir Entfernen und Vertices, also die ganzen Punkte. Jetzt habe ich nur noch den Kopf hier. So, jetzt können wir uns auch die Ansichten hier wieder reinholen. Da haben wir einmal hier die Seitenansicht. Und da auch mal gerade schauen. Da haben wir die Frontansicht. Also im Prinzip dasselbe, was wir hier haben. So, und hier, da können wir jetzt umschalten auch auf Ansicht von oben. So sieht das Ganze jetzt aus. So, wir haben noch diesen Modus hier, Toggle X-Ray an, also können wir das ausschalten. Und dann müssen wir jetzt hier unten erstmal schauen, dass wir den Hals so abtrennen, hier unten den ganzen Kram, dass das da nicht mehr stört. So, das machen wir über die Funktion C. Da können wir jetzt einfach die Sachen hier selektieren, die wir auf alle Fälle weg haben wollen. Rechte Maustaste,
entfernen. Und dann mache ich jetzt nur Faces deselektieren. Und dann gehen wir hierher das auch noch. Gucken wir mal, bis wohin müssen wir das weg haben. Bis da. Ich stelle das hier mal um auf die Flächendarstellung. Gehen wir nochmal auf alles deselektieren. C. Das können wir jetzt so hier selektieren. Der war schon ein bisschen zu viel da. Dann können wir den hier mit Steuerung, glaube ich, mit Shift entfernen. Gucken wir uns mal an. Jo, entfernen. Faces. So, jetzt haben wir noch die Sachen hier. C. Will man rotieren, dann Funktion beenden, ein bisschen bewegen, dann kann man wieder mit C das anmachen. Man kann auch diesen Pinsel hier kleiner machen mit dem Mausrädchen. Ich mache mal gerade oben die Sachen an, dass ihr seht, was ich hier überhaupt mache. Beenden. So, hier, dann gehen wir auch wieder auf C. Dann selektieren wir die alle. Und da seht ihr, da ist auch zu viel selektiert. C und ich glaube mit Steuerung, mit Shift, dann nehme ich die wieder weg. So, das heißt, gucken wir uns das mal an, das sieht gut aus. Entfernen, Faces. Und jetzt habe ich den Kopf hier und da sind jetzt noch Augen drin und noch anderer Kram. Den müssen wir alles rausnehmen. Erstmal machen wir Folgendes, wir selektieren so eine Fläche hier, drücken STRG L und dann seht ihr, es ist nur noch der Kopf selektiert und die Augen und viele andere Sachen nicht. Dann drücken wir wieder STRG I für Invers und einmal entfernen und dann gehen wir ruhig auf Vertices, alles soll weg. Und jetzt sind die Augen weg hier und da sind so Augenhöhlen drin. Okay, die Augenhöhlen, die will ich vielleicht auch nicht unbedingt so haben. Und man kann jetzt hier unten reinschauen, dann sieht man hier, der Mund, der hat hier so einen Mundraum. Das will ich eigentlich so auch nicht haben. Da machen wir Folgendes, dass wir hier diese Fläche hier selektieren. Das mache ich jetzt nicht mit dieser C-Funktion, sondern wirklich hier über einzelne Selektierung. Der Seite auch genauso wie da. Und dann können wir jetzt STRG Plus, 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 Plus drücken. Und so lange, bis wir, wohl, das können wir erstmal so nehmen. Da drücken wir Entfernen und Faces. So, jetzt habe ich da schon viel von diesem Mund da weggenommen. Dann können wir mit Shift und Steuerung das hier so selektieren. Und dann macht er mir hier so eine ganze Runde weg. Die können wir auch löschen. Wir können aber auch diese Runde selektieren und STRG Plus, Plus, Plus. Gucken, wie weit wir hin müssen. Drücken wir nochmal. Entfernen die Faces. Und dann können wir die hier nochmal probieren, ob wir die auch wegmachen. Das war aber die falsche Selektion, die er da genommen hat. Also die, nee. Die, ja, die versuchen wir mal auch noch wegzunehmen. Wir gucken das jetzt uns mal von vorne an. Ja, die Lippen sind noch, das ist ja so ein bisschen offen, das ist schon in Ordnung. So, bei den Augen, da müssen wir eigentlich das auch machen. Da will ich eigentlich nicht so drin diese Augbälle haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier drin arbeiten wollen und wir wollen Teile nicht sehen, dann macht man das folgendermaßen, indem man, ich glaube, ich gehe jetzt mal in den orthogonalen Modus. Das heißt, da habe ich keine Perspektive mehr und mache wieder hier das auf diese Ansicht ohne Perspektive, nenne ich mit Perspektive mit, dass ich die verdeckten Sachen auch sehe. Und dann können wir wieder einmal hier hinklicken, nichts mehr ist selektiert, dann B drücken. Wir selektieren einfach hier diesen Kopf und dann drücken wir H für Hide. Und dann kann ich jetzt da so in den Kopf reinschauen. Dann machen wir das hier wieder aus. Dann haben wir wieder die Augbälle hier.
Das sieht aus, als würde man von vorne drauf gucken, ist aber nicht. Wir sind jetzt wirklich hier drin. Und dann machen wir das wieder mit C hier. Da kann man das ganz gut machen mit der C-Funktion. Das machen wir auf der Seite genauso. Und Steuerung plus, plus. Ne, im Moment, wir müssen aus der Funktion raus. Dann Steuerung plus, 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 plus. Dann gehen wir hier so. Man kann auch hier so reinfahren. Es geht noch nicht beliebig, weil das stört dann schon hier die plus, 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 entfernen Faces. Und dann sehen wir jetzt die Augen hier. Dann können wir hier nochmal, da können wir jetzt wieder mit Shift und Steuerung, ne, Shift und Alt und das hier so diese Ringe selektieren und entfernen Faces. Gucken wir uns die mal von vorne an. Ja, das kann man eigentlich so lassen. So, gucken wir bei der Nase. Da ist, denke ich mal, alles in Ordnung. Sonst ist da nichts drin. Das heißt, wir drücken jetzt Alt-H. Dann hat er wieder alles sichtbar und wir haben den Kopf soweit fertig. So, jetzt schauen wir einmal, wie groß denn der Kopf ist. Muss man nicht unbedingt machen. Man kann das hinterher immer noch skalieren, aber das macht schon Sinn, das vielleicht zu tun. Das heißt, ich erzeuge jetzt hier mal ein... Sind wir im Edit-Mode? Ja, können wir ruhig im Edit-Mode machen. Shift A, eine Fläche. Die skalieren wir jetzt einfach mal. Ah, die kommt da unten hin. Wir machen mal die Fläche erstmal weg. Die kommt auch auf die... Puh, machen wir das? Ja, ich mache hier den Cursor rein. So, komm, holen wir uns doch die Fläche hier unten rein. Die Plane. GZ, dann schiebe ich die hier so hin. RX90 und das ist eine Fläche von 2x2 mm und da sieht man, der Kopf ist winzig. Also muss der auf alle Fälle skaliert werden. Der soll nicht 2x2 mm sein, sondern sagen wir mal 10 cm mindestens. Das heißt, mal 10, dann hätte man 20 mm, also 2, also mal 50 ungefähr. Das heißt, ich lösche jetzt die Plane erstmal raus, selektiere das und verschiebe das hier in den Cursor. Das sollen wir hinterher hier schön gerade machen. So, GZ. Sagen wir mal so. Und dann skalieren wir das jetzt. Und da können wir hier auswählen, worum soll skaliert werden, um den Cursor. Und dann können wir das jetzt mit dem Faktor 50 machen. Und so sieht der Kopf dann aus. Jetzt stellen wir das hier wieder um auf Bounding Box Center, kann man das ruhig einstellen. Weil den Kopf will ich ja hinterher vielleicht hinstellen und dann sollte der eben hier unten der Hals abschließen. Dafür wechsle ich hier auf die Kanten. Da sieht man so, da kann man jetzt nur noch die Kanten selektieren und die kann ich jetzt auch mit mit der Funktion Shift und Alt so eine ganze Runde selektieren und dann drücken wir noch die Taste O. Dann springt hier so die proportionale Editierung an. Wenn ich jetzt hier das bearbeite, dann kann ich mit dem Mausrädchen festlegen, wie die anderen Teile hier mitgehen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal hier GZ, kann den Kopf hier so runter bewegen und kann mit dem Mausrädchen definieren, wie viel davon mitgehen soll. Geht es nur in Z und dann können wir SZ das auf 0 setzen. Und mit dem Mausrädchen können wir sagen, wie stark das überhaupt beeinflusst werden soll. So, das gefällt mir aber noch nicht so. GZ, dann schieben wir das hier runter
ohne dass das andere mitkommt. Dann SZ0. So, und dann machen wir das jetzt hier noch S-Shift-Z. Dann wird das nur skaliert in der X- und Y-Richtung. Dann kann man sich da noch so einen Fuß dran machen. So, okay, so sieht das schon mal nett aus. Aber so will ich den überhaupt nicht drucken, sondern das soll was Besonderes werden. Und damit das hier ein bisschen auch noch vernünftig wird, machen wir hier mit STRG R so einen weiteren Ring rein. Da können wir jetzt auch mehrere Ringe reinmachen. Kann man normalerweise mit dem Mausrädchen. Ja, STRG Z, das war nicht richtig. Hier kann man mit dem Mausrädchen sagen, okay, da möchte ich 3 Stück rein haben. Und dann sind das jetzt, hat man das da noch weiter unterteilt. Das können wir hier auch noch mal gerade machen. Einmal reicht da. Und die restlichen muss ich nicht mehr nacharbeiten. So, dann, jetzt kommt die wichtige Funktion, und zwar, dass man da ein Drahtmodell, ein druckbares Drahtmodell raus generiert. Bevor ich damit weitermache, kurz nochmal zur Info. Wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke und ihr werdet halt über neue Videos von mir informiert. Und damit danke, dass ihr mir hier zuschaut und später dann vielleicht auch eure schwedischen Raumverschönerungen selber generieren könnt. So, dann machen wir hier weiter. Ich gehe jetzt aus dem Edit-Mode hier raus. Da habe ich diesen Kopf und den könnte ich jetzt auch, ich sag mal, weich schattieren lassen. Dann würde man diese Kanten alle gar nicht sehen, aber um die Kanten geht es in diesem Falle. Ich wechsle jetzt hier auf dieses Schraubenschlüssel-Symbol und dann gibt es hier unten bei Generate den Punkt Wireframe. Und der wird angeklickt und dann sieht man hier, da macht er so Drahtmodelle daraus. Und hier die Thickness, also wie breit ist das Drahtmodell. Gehen wir jetzt mal auf 1 mm. Und dann sieht man, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Bei dieser Größe, die ich da gewählt habe. Und da können wir das jetzt hier so anschauen. Und das kommt so ungefähr dem entgegen, was der schwedische Produzent da sich überlegt hat. Und dann mache ich jetzt einfach Folgendes. Das gefällt mir hier. Dann gehen wir hier auf Apply. Und dann habe ich hier so ein Drahtmodell generiert. Ob das jetzt druckbar ist, das ist noch nicht so ganz sicher. Das müssen wir jetzt austesten. Das heißt, ich gehe her mit dem selektierten Modell. Man kann sich das jetzt hier auch im Edit-Mode anschauen. Dann sieht man hier, das sind alles, jetzt bin ich auf Linien ja noch. Ich kann hier wenn ich dann auf Flächen gehe, dann sieht man eben, das sind alles so einzelne Flächen. Aber wir können das jetzt einfach exportieren. Fürs Exportieren, da rate ich immer dazu, den 3D Print, das Add-on zu installieren. Wir speichern das Modell jetzt erstmal ab. Save S. Wir sind in Blender Make Human. Das Ganze nennen wir Kopf. Habe ich das schon? Kopf. Das ist Großschreibung an. Einmal ausmachen. Kopf Test 22 und wird gesichert. Und dann kann ich das selektieren. Kann hier in dem 3D Print Modus einfach hier auf Export gehen und sage STL und Export. Das ist jetzt exportiert. Ich mache jetzt das Cura-Programm auf und dann schauen wir gleich, ob das druckbar ist. So, da haben wir Cura, Steuerung O. Dann hier ein bisschen warten, bis man die Auswahl der Verzeichnisse hat. In das Verzeichnis, das ist in das Blender-Verzeichnis gekommen. Hier rein und da in das Unterverzeichnis 220103 Make Human. Und da haben wir das Ding Kopf 22 STL genannt und Kopf
heißt das Modell. Okay, das Öffner jetzt. Und da ist es in Cura importiert. Dann kann man jetzt hier schauen. Machen wir einfach mal einen Slice. Gestern hatte ich da nicht so viel Erfolg mit. Aber heute, das sieht besser aus, weil ich das direkt entsprechend skaliert habe auf eine vernünftige Größe. So, jetzt kann man das Ganze einfach so drucken und hat halt so einen Kopf als Gittermuster. Wie gesagt, ihr seht hier, 5 Stunden dauert das zu drucken. Wir können uns das nochmal in der Skalierung angucken, wenn wir hier auf Skalieren gehen. Das Ganze ist also 100 mm in der Tiefe, 80 mm in der Breite und 114 mm hoch. Und also 114 mm, also 14 cm wird der Kopf hoch. Sagt man jetzt, okay, den möchte ich auf 200% haben. Machen wir das gerade mal so, dann sollte man nur den Kopf direkt gerade hinsetzen. Ich gehe mal hier wieder auf das Bewegen, ziehe mir den mal hier so rein. Das ist so ungefähr wenigstens. Ich habe das jetzt ausgeschaltet, dass er das auf die Grundfläche setzt. Wir kriegen es aber so hin. Ja, dann machen wir nochmal Slice. Doppelt so viel. 4-mal so viel Druckzeit? Na, ich glaube nicht. Aber wird schon genug werden. 14 Stunden. Ja, okay. Ist schon heftig. Und dann habt ihr einen Kopf halt, der dann halt eine Größe von 160, also 16 cm mal 18 cm Höhe, 22 cm hat. Und da könnt ihr schon einiges mit reißen bei den Leuten, denen er sowas zeigt. Gut, das war's zu diesem Video. Wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Tutorials. Tschüss!